Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns in der zweiten Episode von der Survival Challenge, die One Death Challenge sozusagen. Wenn wir einmal sterben sollten, dann wird der Account gelöscht und auf Flacheis gelegt. Ja. In der letzten Episode haben wir Stufe 10 erreicht und haben uns schon ein bisschen equippen können, sind in der Gilde von den in Schlumpfhausen gelandet, die uns erstmal gute Boni sichern. Ja, ich habe mir das Reittier geholt, das 30er Mount erstmal für den Anfang, weil wir halt hier Free-to-Play spielen. Und für die heutige Folge habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, ja, die ersten Dungeon-Gegner zu besiegen. Also letztes Mal haben wir ja festgestellt, dass wir durch die Abenteuerlust anscheinend nicht so richtig sterben konnten. Deswegen werden wir das auch erstmal also ist das auf jeden Fall ein guter Schritt, um erstmal so ein bisschen sich zu stärken, weil das gibt uns die Garantie, dass wir hier garantiert wirklich nicht sterben können. Ja, dieser Try, der sieht auch so aus, als ob wir hundertprozentig garantiert verlieren werden. Aber auch hier, ihr seht es, ja, es ist momentan gerade nicht möglich. Ich kann es euch nicht sagen, woran es liegt tatsächlich. Es könnte sein, dass der Paladin ohne sein Schild momentan wirklich noch so schwach ist, dass das Spiel sagt, ey, der Pala ist am Anfang wirklich von den Stats her viel zu schwach, dass wir einfach sagen, ey, ohne Schild verlierst du die Fights nicht mit deiner Abenteuerlust. Das kann wirklich sein, weil wenn man die normale Abenteuerlust spielen würde, ja, also nicht die Expedition, sondern normal Abenteuer, da kann man hundertprozentig sterben. Das ist in der Vergangenheit schon hier und da mal passiert. Deswegen finde ich das erstmal krass und ich weiß nicht ganz genau, ob ich jetzt diese Taktik so ein bisschen abusen soll oder ob es überhaupt daran liegt, dass wir gerade momentan kein Schild zur Verfügung haben und deswegen nicht sterben können. Aber das gibt mir auf jeden Fall erstmal einen kleinen Push nach vorne, dass wir hier bedenkenlos farmen können. Und da haben wir das Schild. Ja, das war jetzt auch mein großes Ziel gewesen eigentlich für die Folge. Auch das Schild zu bekommen, damit wir in den Dungeons ein bisschen besser dastehen. So, wir haben jetzt hier noch zwei Gürtel, einmal Int und Glück und einmal noch Ausdauer. Wir haben Stärke und Glück als jetzt gerade ausgerüstet von den Attributen her. Gibt ein bisschen mehr Rüstung, die anderen Gürtel, aber von den Stats her ist das auf jeden Fall besser. So, und jetzt haben wir hier unseren Schild, ja. Ich würde eigentlich ganz gerne noch eine neue Waffe bekommen wollen, beziehungsweise das Schild wäre auch ganz geil, bevor wir wirklich in den Dungeon reingehen. Das Ding ist halt, wir sind Free-to-Play und es ist wirklich schwer abzuwägen, wie wir mit unseren Pilzen umgehen. Da ich aber auch nicht ewig hier spiele, den Account, denke ich mal, ne, wird es natürlich auch ein bisschen interessanter, wenn wir mal hier und da mal rerollen und einfach mal gucken, was wir so bekommen. Deswegen fordern wir mal einmal noch neue Ware an. Hier haben wir noch ein Schild. Int und Glück bringt uns nichts stat-technisch. Die Waffe ist auch nicht so viel berauschend besser. Hier oben haben wir noch zwei andere Waffen, ja. Es ist alles nicht so das Wahre. Aber hier haben wir einen schönen Helm mit Ausdauer und Glück. Das ist nicht verkehrt, aber 5 Pilze können wir leider nicht machen. Wir rollen mal noch einmal und gucken mal, was wir bekommen. Stärke und Int. Ja, okay, hier haben wir Int, aber guten Durchschnittsschaden auf jeden Fall. Ein Glücksschild, plus 17. Kostet auch nur Gold. Ich denke mal, dann nehmen wir das mal mit. Ach ja, wir können uns ja auch die Slots leer kaufen. An die Strat habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Okay, das hatte ich früher gemacht. Gute Rüstung auch hier. Das hatte ich früher auch gemacht, so die Slots hier leer kaufen, damit vielleicht, ne, als Free-to-Play immer so, dass dahinter vielleicht irgendwie noch ein Epic kommt oder ein Trank oder so, ne. Aber es war ja voll die Goldverschwendung gewesen eigentlich, weil man ja dadurch immer Geld ausgegeben hat, so, ne? Hat man früher aber gemacht. So, Stärke und Glück kostet 1 Pilz. Wir haben aber dafür eine etwas bessere Waffe, die nehmen wir mal mit. Ja, verkaufen das mal. Dann haben wir hier einen guten Stärkepanzer mit guter Rüstung. Kostet auch nur Gold, deswegen kaufen wir uns das auch mal. Ja,
Und hier haben wir auch etwas bessere Handschuhe. Kostet auch nur Gold. Es ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass wir so viele Statpunkte wie möglich hier rausholen, damit wir wirklich nicht sterben. Ja? Das ist ja am Ende des Tages die Mission. Okay, ein Zauberladen, weiß ich nicht, ob ich da jetzt blättern will oder so. Ich würde mal sagen, wir skillen mal jetzt auf Stärke und auf Ausdauer. Wir verskillen unser ganzes Gold, was wir haben. Und gehen jetzt mal in den ersten Dungeon-Gegner rein. Wie gesagt, das ist wirklich das, wo ich sagen muss, okay, da habe ich am meisten Respekt vor, weil, ich habe die Statpunkte natürlich nicht im Kopf von den Gegnern. Könnte man haben, wenn man wirklich das drauf anlegt, aber ich habe halt wirklich nur, ja, von den ersten Gegnern hier die Statpunkte im Kopf, nicht im Kopf, sondern ich habe halt nur das Level hier zur Vorschau und kann halt anhand dessen so gucken, ja, bringt mir das jetzt was oder nicht. Deswegen kämpfen wir jetzt einfach mal gegen den Gegner. Der erste richtige Fight, let's go. Gucken wir mal rein, das sollte eigentlich kein Problem sein. Okay, nice. Ja, das ist wirklich noch sehr, sehr easy gewesen. Sehr schön. Dann haben wir hier jetzt auch, ja, tatsächlich, das ist sehr lucky hier. Okay, nice. Wir haben direkt, obwohl wir den noch eigentlich gar nicht finden können, haben wir schon direkt einen großen Stärketrank für uns hier. Das ist sehr, 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 sehr krass auf jeden Fall. Weil die großen Stärketränke, die könnt ihr erst so roundabout ab Stufe 34 oder so finden. Ich glaube schon davor auch schon ein bisschen, aber da sind die Fundchancen sehr, sehr selten. Ab 34 funktioniert es einigermaßen gut, aber sind wir ja noch lange nicht. Deswegen sehr gut, dass wir den haben. Bringt momentan noch nicht so viel, ja, weil wir natürlich auch noch nicht so viele Statpunkte haben, dass der Trank so eine krasse Auswirkung hat. Aber haben ist besser als brauchen, würde ich mal sagen, ne? Und damit können wir auch tatsächlich, ja, vielleicht den ersten Gegner hier abfarmen. Wir gucken mal unsere Statpunkte, 117 zu 62. Okay, dann nehmen wir hier mal davon den Schwächsten. Ich würde mal sagen, dann nehmen wir mal den Assassin hier. Den sollten wir eigentlich besiegen können. Dadurch, dass wir Free-to-Play sind, können wir halt eben nur begrenzt unsere ganzen Angriffe hier machen. Weil, ja, das ist natürlich sehr geil, als Paladin hier auch zu kämpfen, weil das könnte die Kämpfe an sich sehr spannend machen, wenn wir es wirklich nachher drauf anlegen, so, ne? Ja, deswegen, weil wir Free-to-Play sind, können wir natürlich nur begrenzt immer am Tag so ein bisschen was hier schaffen, auf jeden Fall, ne? Deswegen liegt der Fokus definitiv erstmal auch da drauf, ja, ein bisschen besser zu werden. In 10 Minuten können wir den nächsten Angriff machen. Ansonsten müssen wir mal schauen, was wir noch. Wir können die Gilde ausbauen. Wir können ja natürlich auch hier einen Spieler zur Freundesliste hinzufügen. Oha, das ist ja auch interessant. Das gibt tatsächlich einen, ja, wie soll ich sagen, Fortschrittspunkte hier bei den Belohnungen. Das ist ganz geil. Ja, dann fügen wir mal einfach jemanden hinzu. Nehmen wir mal einfach den Erstbesten hier und ja, Freundesliste, let's go. Ja, wir können mal gucken, wer hier auch so auf dem Server spielt. Er ist wirklich sehr bunt gemischt hier, ne? Dadurch, dass es ja auch alles internationale Welten sind, haben wir wahrscheinlich hier auch viele verschiedene Sprachen, verschiedene Gilden, die hier oben mitspielen, so, ne? Aber da haben wir jetzt tatsächlich dadurch, ja, unsere erste XP-Belohnung bekommen können. Wir können die Gildenboni können wir ein bisschen ausbauen, allerdings haben wir da das Gold gerade noch nicht. Wir können aber gleich noch Alu machen. Einen Gegner herausfordern, der einen höheren Rang in der Helden-Ehrenhall hat. Das können wir ansonsten auch gleich mal machen. Ding ist bloß, wir haben hier halt wieder den Timer. Ne? Einmal Bier in der Taverne, einmal neue Ware im Laden anfordern, Hütchenspieler. Okay, wir haben auch das Glücksrad natürlich, Waffe im Waffenladen kaufen. Okay, und ansonsten, ja, so diese normalen Aufgaben hier, ne? Okay, nice. Ja, wir schauen mal, was wir machen können. Aber ich würde mal sagen, wir haben ja jetzt das Schild, ne? Ich bin mal gespannt. Ich hoffe mal, ich verkacke jetzt nicht irgendwie einen Kampf hier. Das wäre
Sehr, sehr ärgerlich, falls das passieren sollte. Und wir müssen da trotzdem nach wie vor immer sehr wachsam spielen. Das Ding ist halt, man kommt zu schnell in diesen Rush-Modus so, ne? Dass man sagt so, Alter, ich enter jetzt hier durch, aber man muss wirklich sehr, sehr bedacht spielen. Okay, mich hätte mal interessiert, ob wir jetzt auch wirklich verkacken können, trotz dem Schild, was wir haben. Aber ich wollte gerade sagen, jetzt wird es, glaube ich, ziemlich schwer, getötet zu werden von einem Dungeon-Gegner, weil wir jetzt halt, ne, wie gesagt, das Schild schon haben und das natürlich uns einen enormen Vorteil bringt auf jeden Fall, ne? So, wir gehen weiter auf XP, so gut es geht. Ja, jetzt können wir natürlich noch versuchen eine Kiste, obwohl, na, so kriegen wir die 3 Sterne noch voll, das ist sehr gut. Schöne Sache. XP am Anfang auf jeden Fall deutlich, deutlich wichtiger. So, und wir müssen, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ob wir jetzt hier sterben können. Trotz dem Schild, oder beziehungsweise weil wir jetzt das Schild haben. Weil, ja, das ist krass, wie stark oh, oh, also, es sieht wirklich so aus, als ob wir durch die Alu nicht sterben können, ne? Aber der Paladin, der scheint auch wirklich so extrem schwach zu sein am Anfang. Das ist krass, dass der gegen diese ja, Abenteuerlustgegner hier jedes Mal verliert. Der verliert jedes Mal. Oder sehr, sehr häufig auf jeden Fall, also nicht immer. Aber das prozentuale Gewinnchance gegen die Abenteuerlustgegner ist wirklich nicht sehr hoch, muss man so, also es ist krass. Wir verlieren relativ häufig gegen Alu-Gegner, so. Und das erinnert mich damals so ein bisschen an, welche Klasse war das? Das war, glaube ich, die Klasse, ich glaube, das war zum Anfang beim Dämonenjäger so auch der Fall, oder? Kann das sein? Da gab es noch nicht die Expedition, da gab es nur die normale Abenteuerlust. Und da hatte, glaube ich, weil der Dämonenjäger, als der direkt rauskam, der war, glaube ich, auch viel zu schwach, dass der sehr häufig gegen die normale Alu verloren hat und dadurch halt einfach die Belohnung von der Quest nicht bekommen hatte. Und dann musste irgendwie so ein bisschen der auch gepatcht werden, dass der auch ganz normal seine Abenteuerlust dann auch bekommt, wie jede andere Klasse, weil der, glaube ich, zu schwach war am Anfang. Entweder war es mit einem Dämonenjäger oder mit einer anderen Klasse, aber ich glaube, es war der Demon Hunter tatsächlich, ja. Was haben wir denn hier für Schuhe? Geschick und Glück. Okay. Ja, bringt mehr Rüstung. Ziehen wir an. Ist auf jeden Fall besser. Das verkaufen wir mal. Ja. Und dann schauen wir mal weiter. So, wir können mal ansonsten gucken, dass wir hier unsere Daily irgendwie hier hinbekommen. Wir können mal in den Ausbauten. Ja, es bringt aber nichts, ne? Großartig, die Ausbauten jetzt hier so zu machen. Weil die Gilde jetzt sowieso eigentlich voll ist von den Ausbauten her, so, ne? Also, wir verschwenden hier quasi dann 5 Gold für etwas, was uns dann eh nicht mehr bringt, außer, dass wir halt eben hier einen Punkt mehr haben. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall saftig, wenn wir hier die 10 Pilze bekommen. Als Free-to-Play wäre das auf jeden Fall mächtig. Waffe im Waffenladen kaufen würde 2 geben. 5-mal das Hauptattribut Stärke des Characters steigern. Das machen wir dann mal als erstes. 1, 2, 3, 4, 5. So, das sollte jetzt hier gut geschrieben werden. So, was können wir noch machen? Waffe im Waffenladen kaufen gibt uns auch 2. Ja, ich weiß nicht, wir können noch mal einmal rerollen vielleicht, um zu gucken, ob wir noch eine bessere Waffe bekommen hier. Wir können es einfach mal versuchen, vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück mit den anderen Sachen hier. Okay, hier haben wir Stärke, ein Stärkeschild. Ist, glaube ich, besser, also ist von den Statpunkten her niedriger insgesamt, aber wir haben halt Stärke drin und Stärke vielleicht besser als Glück momentan noch gerade. Ich glaube, ich kaufe das mal. Ich weiß nicht, ob das die bessere Entscheidung ist. So, Stärke. Oh, schade. Das ist eine Stärke-Ausdauerwaffe. Die ist sehr cool, hat auch ein bisschen mehr Durchschnittsschaden, aber 5 Pilze finde ich viel. Hier haben wir einen Pilz, den wir bezahlen. Haben wir nur Stärke drauf, aber die Spanne ist besser. Stärke, Ausdauer haben wir hier. Auch ein Pilz. Ja, würde ich, glaube ich, eher die obere Waffe nehmen. Und hier, haben wir nochmal deutlich bessere Schuhe. Also mehr Rüstung und Stärke auch. Ein Pilz.
Nehme ich mal mit, ja. Also wenn ich komplett Free-to-Play auf Langzeit spielen würde, dann würde ich mir nicht diese Items kaufen für einen Pilz und so hier. Ich glaube, das wäre nicht worth. Dann gebt lieber die Pilze wirklich nur dafür aus, dass ihr ja, Abenteuerlust spielt und euer Greifendrachen irgendwie bekommt, aber nicht für sowas hier und da die Pilze rausfeuern. Das ist es nicht wert. Ich mache das jetzt halt eben nur, damit wir im Video noch ein bisschen mehr zu sehen haben, so, ne? Und ich halt eben wahrscheinlich von ausgehe, nicht allzu lange überleben werde hier, meine Kämpfe. Deswegen versuchen wir mal am Anfang relativ schnell stark nach oben zu kommen. Ja, ich weiß nicht, ob ich die kaufen soll, tatsächlich. Also die würde ich nehmen hier, aber da ist halt Stärke, Glück fehlt da drauf, hat halt ein bisschen mehr Durchschnittsschaden so. Spanne ist besser und wir würden halt eben, ja, hier noch ein bisschen weiter vorankommen, ne? Wir können mal einmal die Gilde ausbauen. Also es wäre auf jeden Fall cool, wenn wir das hinkriegen würden, ja, uns da die 10 Pilze irgendwie zu holen. Deswegen machen wir das mal. Trotzdem ausbauen, ja, so, und dann kriegen wir hier noch einen weiteren Punkt. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Was kriegen wir denn noch? Einmal Bier in der Taverne trinken, 3-mal beim Hütchenspieler. Können wir auch, warte mal, war das 3-mal in Folge oder generell? Ne, 3-mal nur, ne? 5-mal am Glücksrad drehen. Ja, Waffe kaufen, ne? Das bringt uns hier halt am meisten, ne? 1 Stunde in der Stadtwache. Okay, 10 Monster im Trainingscamp. Ja, das können wir alles erst machen, wenn wir nachher wieder so die Free Tries haben, weil die Pilze dafür ausgeben, ist halt schwierig, ne? Ist halt immer, ist halt immer so eine Sache auf jeden Fall. Aber wir bekommen ja auch 10 Pilze hier hinten, ne? Das ist halt auch nicht verkehrt. Ja, deswegen, den Arena-Kampf, den nehmen wir auf jeden Fall noch gleich mit. Ich würde mal sagen, wir verskillen mal unser Gold. So, und dann gehen wir mal in den Hütchen. Ach, okay, man kann wahrscheinlich mindestens nur ein Gold setzen oder so. Okay, dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter Alu. Ja, weil hier können wir ja nach wie vor anscheinend wirklich nicht verrecken, was auf jeden Fall für mich so ein gewisser Safe Space hier ist. Aber es nimmt auch so ein klein wenig die Spannung raus, muss ich sagen. Aber das hätte ich vorher nicht gedacht, dass wir hier nicht sterben können hierbei. Wir gucken uns das einfach nochmal an. Ja, aber ja, die Gegner sind, okay, wir haben jetzt auch ein bisschen besseres Equipment wieder. Das ist auch ganz nice, in Stufe 14. So, und können jetzt nochmal beim Hütchenspieler versuchen. Wir können mit Gold Bett 1 natürlich. Ja, nee, wir machen das mal mit dem Befehl hier, ne? Beziehungsweise, ja doch, wir machen das mal hier. So, das ging glaube ich so, / Gold Bett 1. So. Dann setzen wir hier ein Gold und okay, das müssen wir aber wieder machen, so, ne? Ja. So, dann versuchen wir mal hier die 3-mal zu gewinnen. So, damit wir auch weiterhin Progress haben, um die 10 Pilze zu bekommen. Sehr schön. Zack, da haben wir wieder XP, das nehmen wir uns mit. Jo, das ist aber auf jeden Fall noch ein weiter Weg. Deswegen machen wir mal Ausdauer und dann gehen wir mal in den nächsten Arena-Kampf rein. Da haben wir mittlerweile wieder einen freigeschaltet. Beziehungsweise, wartet mal, wir haben ja hier auch einen Gegner herausfordern, der höher ist in der Ehrenhalle, ne? Das können wir auch mal machen. Wir schauen mal, dass wir hier irgendjemanden bekommen. Ja, das ist eigentlich easy. Dann nehmen wir den mal mit. Und, oh, ja, okay, doch, das haben wir. Sehr schön. Und dann haben wir hier auch weiterhin Progress. Genau, und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht am Ende des Tages hier noch die 10 Pilze dann bekommen. Ne? Deswegen, ja, wird aber auf jeden Fall schwierig, weil wir müssen ja irgendwie auch die anderen Sachen hier bekommen, die halt eben alle Pilze kosten, sowas wie am Glücksrad drehen, so, ne? Es kostet halt so Lucky Coins bzw. Pilze. Kann uns aber auch Pilze wiedergeben. Ist natürlich auch immer so ein High-Risk, High-Reward-Ding. Ne? Die Dungeon-Kämpfe ist auch so ein Ding, aber was wir erstmal machen können, ist, Leute in der Ehrenhalle besiegen. Ich drehe noch einmal, ich will noch einmal hier, glaube ich, einmal will ich noch probieren hier eine neue Waffe zu kaufen. Das würde uns halt 2 Punkte bringen.
für den Progress, ja. Und dann nehmen wir die mal mit hier, glaube ich. Das bringt Ausdauer 8, das ist nicht schlecht. Bisschen mehr Durchschnittsschaden so. Aber wir haben kein Gold. Okay. Aber die kaufen wir jetzt, ja, weil, wie gesagt, das bringt uns halt den Progress im Daily Reward. Es bringt 2 Punkte. Ne? Das ist zum Anfang alles noch so aufgeteilt irgendwie. In ganz viele kleine Instanzen, damit man irgendwie alles mal so ein bisschen mitbekommt. Hier irgendwie habe ich das Gefühl. So. Ja, haben wir alles gewonnen hier. Sehr schön, Stufe 15, nice. Und sind immer noch nicht gestorben. Ist, glaube ich, jetzt schon besser als die letzte Challenge gelaufen. Dann kaufen wir uns jetzt die Waffe. Ja, zack. Und dann haben wir jetzt hier die nächsten 2 Punkte. Sehr schön und nähern uns hier den 10 Pilzen, was auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Ne? Okay, schnell das Gold wieder festgilden, umso stärker sind wir. Und das soll es erstmal so für die zweite Folge von der Survival Challenge gewesen sein. Wenn es euch weiterhin unterhält und gefällt, so ein bisschen auch mal Free-to-Play ein bisschen durchzugehen hier durch das Ganze, ne, ist mal eine andere Spielweise, eine andere Sichtweise. Man muss viel achtsamer spielen. Dann lasst es mich sehr gerne wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, alles Gute, danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.